wir sind hier zu Churwalden. Soll ich eigentlich Schriftdeutsch reden oder kann ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Gut, dann rede ich so. Redest du so in der normalen Lautstärke, oder? Ja, ist, wenn das gut ist. Ja, einfach du musst dich wohlfühlen. Ja. Ein Einheimischer, der war eigentlich Viehhändler und Heuhändler. Und der hat einfach immer das Ziel gehabt, etwas zu machen. Noch. Und jetzt hat er zuerst einmal einen Plan gehabt, auf das Churer Joch eine Bahn zu bauen. Hat alles bereit gehabt, aber irgendwie ist es in der Politik gescheitert oder im Finanziellen. Und dann hat er den Spleen gehabt, da rauf eine Bahn zu machen, durch den Wald rauf, einen Skilift und einfach so ein Spleen. Und dann kommt er zu meinem Papa und gefragt, ob er nicht könnte da ein bisschen Land haben, er will einen Skilift planen. Und mein Papa war Feuer und Flamme. Und zwar war ihm nicht wichtig, das Geld, das er für den Boden gekriegt hat. Der Boden hat damals nicht viel Wert gehabt. Das ist sowieso nicht interessant, die Bodenverkaufung, das war noch nicht so. Aber seine Bedingung war, ein Arbeitsplatz im Winter. Also da darf arbeiten im Winter in diesem Lift. Und nachher konnten sie dann aber den Skilift verbinden mit dem Skigebiet Städter Horn. Das sind die ersten 2 Lifte hier oben. Und dann ist es besser gegangen. Dann hat man den Lift umgebaut, zuerst in einen Sessellift und später nochmal in einen neuen Sessellift. Und jetzt, Gott sei Dank, dass die da vorgereitet sind, können wir die Gondelbahn bauen. Und dank dieser Bahn hat es dann auch Investoren gegeben. Der das Brädeschier gekauft hat, die Rodelbahn, das ist ein Investor von Lenzerheide, der wäre nie gekommen, wenn die Verbindung nicht gekommen wäre. Der Migros haben wir dank der Lenzerheide, weil wegen den paar Leuten, die hier zu Churwalden wohnen, läuft der Migros zu wenig, aber da kaufen jetzt einen Haufen ein von Lenzerheide. Jetzt baut der Investor da oben das Hotel Kronenreister ab, baut ein neues Hotel. Also dank dem haben wir jetzt eigentlich ein bisschen einen Aufschwung im Tourismus. Dann haben wir hier die Chance gesehen und haben darum probieren, auch Handelsbüten nicht nur zu profitieren. Und wir haben den Boden gegeben für Brädeschier, für den Skilift, die ersten Bahnen da, dann für den Kinderlift, dann für den Migros, für die Wiese dort, dann auch vor allem für das Portal, wo dann der Ritter Schuhmacher so schön in die Landschaft hineinpflegt, haben wir möglichst günstig geben, dass es ja kommt, einfach nicht zum Verhindern. Und ich profitiere selber natürlich vom Campingplatz, von der ganzen Infrastruktur, die jetzt da ist. Und wir haben dann auch schauen, dass es ein bisschen eine Einheit gibt, dass dann der Architekturritter Schuhmacher das schöne Portal gemacht hat. Wir schauen hier beim Camping, dass auch der zu nehmen, dass der eine Einheit machen kann. Geplant wäre jetzt auch Bungalow und so. Und das wird ich auch dem wieder geben, dass es einfach eine Einheit gibt. Und das Migros hat auch den gemacht. Und unten ist jetzt im Bau ein Personalhaus und das macht auch Ritter Schuhmacher. Da kommt die ganze Gegend hier oben, der Viertel wird vom einen Architekturbüro gemacht, dass es einfach ein bisschen eine Einheit gibt. Übrigens, meine Tochter hat auch ein neues Haus gebaut neben Migros und das ist auch von Ritter Schuhmacher. Meine Wenigkeit ist einfach immer, dass wir dann den Boden geben können. Wir haben immer etwas gekriegt, aber sicher nie die Preise, die andere in der Gegend verlangen. Aber bei uns war wichtiger, dass etwas kommt und wir haben Freude, wenn auch etwas läuft. Und von dem leben wir auch. Und das ganze Dorf lebt von dem. Lenzerheide und Churwalden sind früher immer ein bisschen so gewesen. Und die Gemeinde oben, der Haufen Einwohner, die wollten ja nichts mit Churwalden zu tun haben. Aber die haben das mit Geschick, mit Verhandeln, haben die das hergebracht. Und darum bin ich auch dem Gemeindevorstand jetzt und gerade dem, der vorher war, sehr dankbar. Dass sie sich da wirklich nicht ins eigene Ding für eigene Profit das geschaut. Sie haben auch für die Einwohner da geschaut und für die Region. Lenzerheide übrigens profitiert in meinen Augen auch von diesem Einstieg. Wenn wir auch ein kleiner Fisch sind mit den Gästezahlen gegenüber ihren, aber sie können den Verkehr so früh abfangen.
Sie haben hier oben weniger Verkehr. Und die Leute wollen ja möglichst wenig fahren. Also mit dem Auto, wo sie im Norden 2 Stunden anstehen, bis sie Chur unten sind die froh, wenn sie möglichst früh abgeholt werden von der Straße. Und jetzt mit dem öffentlichen Mittel, ich hätte das nie gedacht, dass das Busterminal so jetzt Anklang findet. Zuerst habe ich gemeint, ja, da kommt ja fast niemand mit dieser Post. Und jetzt, wenn man so am Sonntagabend zuschaut, wie viele Leute es mit dieser Post auf Chur, mit der Ski und runterfahren, dann muss ich sagen, wohl, das hat Zukunft. Ich glaube, das wird so das richtige Ding sein, wo wir da eingefädelt haben, oder wo es eingefädelt haben, der Vorstand. Und darum glaube ich, es ist eben wichtig, dass es da Angebote gibt, dass es auch, wenn ich jetzt da zum Beispiel in Pfalz hintergehe, Frieden, dort steht zwar eine Tafel an der Straße, Achtung Kinder, aber du siehst nur ein paar Kreise mit einer Geräten rumspringen, das ist kein Junge mehr. Und darum glaube ich, ist das wichtig, dass da auch etwas kommt und so, dass man die Dinge auffangen kann, ein bisschen, die Abwanderung. Und ich glaube, es sieht auch nicht mehr so schlimm aus. Was eben Chur ist relativ nah und dort gibt es einen Haufen Arbeitsplätze oder Ems Chemie oder so. Und da gibt es natürlich einen Haufen, die dort arbeiten, aber da noch wohnen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass es da Arbeitsplätze gibt, dass auch jemand rum ist. Also zum Beispiel bei der Feuerwehr. Die Feuerwehr muss die Leute müssen da sein, wenn es brennt. Und wenn natürlich einer von der Feuerwehr ist, der in Zürich unten arbeitet und am Abend kommt, nützt der nicht viel. Für die ganze Gemeinschaft ist natürlich wichtig, dass auch Leute da haben.